Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich relativ wenig hier auf meinem Tisch. Um was geht's heute? Ich habe in letzter Zeit sehr viele Videos von Diana-Gewehren gemacht. Die ganzen neueren und die besseren davon haben immer den T06 Abzug verbaut. Ich habe anfangs beim ersten Video noch schön fleißig über diesen Abzug ein bisschen was erklärt, habe das dann bei den meisten Videos weggelassen. Dann kam natürlich für Leute, die das erste Video oder beziehungsweise die Anfangsvideos nicht gesehen hatten, immer wieder die Frage auf, ja, was kann der eigentlich oder wie schaut der aus, oder wollten halt einfach ein paar Informationen drüber haben. Deswegen habe ich mir gedacht, besorgst dir mal so einen T06 Abzug, dazu noch einen Teil von dem T05 Abzug, erklärst mal, was so zum einen zwischen den beiden der Unterschied ist und ja, wie sich allgemein so ein T06 Abzug schlägt. Ich bin jetzt kein großer Techniker, das ist euch nicht neu. Ich werde es in meinen Worten so weit erklären, wie ich es technisch nur kann. Gerne könnt ihr dann unter dem Video dann noch ein bisschen technische Infos, was das Innenleben und so weiter angeht, ergänzen. Ja, da wäre ich euch auf jeden Fall dankbar, wenn wir das gemeinsam ein bisschen erarbeiten könnten. Okay, ich hätte gesagt, ihr müsst mich nicht länger ertragen, wir gehen da direkt in die Nahaufnahme, weil aus der Entfernung erkennt man doch nicht so viel, also viel Spaß. Kommen wir erstmal zum T05 Abzug. Ihr seht hier einen Kunststoffzüngel, der Rest des Abzugs ist wie hier bei dem T06 Abzug aus Metall. Der T05 Abzug ist der Vorgänger des T06 Abzugs, sprich der T06 ist eine konsequente Weiterentwicklung des T05 Abzugs. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Zum einen, ihr habt hier, wie ich eben schon erwähnt, einen Kunststoffzüngel. Bei dem anderen haben wir einen Metallzüngel, bei dem T06er. Ihr habt hier nur eine einzige Einstellschraube, und zwar ist es, dass der Vorzugsweg einstellbar ist. Das ist die einzige Verstellung, die ihr bei einem T05er machen könnt. Das Abzugsgewicht ist fix, das liegt bei 1,2 Kilogramm, also sprich 1200 Gramm ungefähr. Kommen wir zu dem, was jetzt in letzter Zeit immer wieder die letzten Jahre verbaut wird. Und zwar haben wir hier den T06 Abzug. Ich habe hier vielen Dank an die Firma Diana, den ich diese zwei Muster hier rauslocken konnte. Den muss ich wieder zurückgeben. Hier habt ihr eine leichte Beschädigung, das habt ihr schon selbst gesehen. Aber das soll jetzt nicht so dramatisch und interessant sein. Hier haben wir schon mal 3 Einstellschrauben. Das eine seht ihr hier an meinem Zeigefinger, das andere hier in diesem Loch drin. Ich weiß nicht, ob ich das lichtmäßig gut hinbekomme. Und die dritte Einstellschraube ist hier hinten dran. Was kann man da alles einstellen? Und zwar lässt sich hier an der vorderen Schraube, wo jetzt mein Zeigefinger gerade dran ist, lässt sich die Vorweglänge einstellen. Die zweite Schraube, die ihr hier seht, ist der Druckpunkt. Wenn ihr nach rechts die Schraube dreht im Uhrzeigersinn, ist es ein gröberer Druckpunkt. Nach links, wenn ihr diese dreht, ist es ein feinerer Druckpunkt. Und dann haben wir hier hinten dran noch jetzt sieht man sie gut, die Vorweg- bzw. Abzugsgewichtsschraube. Das heißt, ihr könnt die einmal verstellen und stellt dann sowohl den Vorweg als auch das Vorwegsgewicht als auch das Abzugsgewicht, so muss ich sagen, nach rechts drehen, sprich im Uhrzeigersinn erhöht ihr das Gewicht, nach links könnt ihr das Gewicht verringern. Das Vorwegsgewicht liegt zwischen 300 und 380 Gramm. Und das Abzugsgewicht selbst könnt ihr einstellen zwischen 400 und 500 Gramm. Ihr merkt, zwischen den 1200 Gramm von dem T05 Abzug und dem 400 bis 500 Gramm Abzugsgewicht von dem T06 Abzug, da liegt doch eine ganze Menge dazwischen. Wenn ihr diesen T06 Abzug bei einem Gewehr, das ihr schon habt, das ja noch einen älteren Abzug hat, nachrüsten wollt, der liegt ungefähr bei ca. 70 €, kostet der euch im Einkauf. Das habe ich mal so ein bisschen recherchiert im Internet. Und ja, ihr müsst halt einfach gucken, er kann nicht in alle Gewehre, aber doch in sehr viele ältere Gewehre nachgerüstet werden. Jetzt gibt es natürlich die Fans von dem einen Lager und die Fans des anderen Lagers, die sich darüber streiten. Viele behaupten, dass im Freizeitbereich der T06 Abzug der beste wäre. Andere behaupten, es wäre der Abzug von Weihrauch, der Matchabzug Rekord. Fakt ist,
besser und feiner einzustellen ist auf jeden Fall der von Diana und der Rest würde ich sagen ist einfach mal Geschmackssache. Ich habe einen Rekordabzug an meiner HW30S dran, den ich sehr gut finde und ich habe diesen hier auch schon bei einigen Gewehren geschossen und ich würde mir jetzt wirklich schwer tun, mich da festzulegen, was mir besser gefällt. Das ist wirklich eine Geschmackssache. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, welchen Abzug ihr bevorzugt. Interessant wäre natürlich die Leute, die schon beide getestet haben. Vielleicht könnt ihr da auch meine Einschätzung einfach noch ein bisschen ergänzen, beziehungsweise eure Meinung eben dazu schreiben. Okay, das war es von meiner Seite aus schon, sprich T06 Abzug ist die Weiterentwicklung des T05. Die Daten habe ich euch genannt und dann, wenn jemand noch was Hochtechnisches dazu zu erklären hat, wäre ich euch dankbar, wenn ihr das einfach ergänzt. Alles klar. Das war's von meiner Seite aus. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.